So, willkommen zurück. Ich hoffe, Sie haben ein schmackhaftes und cholesterinreiches Mahl zu sich genommen. Und wir werden heute ein wenig erläutern, warum ich das sage, warum es cholesterinreich sein sollte. Ich dachte, ich wüsste schon einiges über Cholesterin, als ich diesen Vortrag angenommen und geplant habe. Habe aber festgestellt, jetzt in den letzten 2 Wochen bei den Recherchen, ich bin nicht mehr fertig geworden mit noch mehr Recherchieren und noch mehr Fakten zu sammeln. Und es ist wirklich eine, man könnte schon fast sagen, Geheimdienstgeschichte, die hier geschrieben wurde. Und wir werden das miteinander etwas erläutern. Das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich werde das eine oder andere schon ansprechen, was dann Dr. Natascha später aufnehmen wird und weiter daran arbeiten wird. Wir werden uns hoffentlich ganz gut ergänzen in diesem Thema. Ja, das Wort Cholesterin hat mich eigentlich schon, man könnte sagen, fast mein ganzes Leben begleitet. Als ich ein kleiner Junge war, Ende der 70er Jahre, kam mein Vater vom Arzttermin nach Hause und sagte, seine Cholesterinwerte wären zu hoch. Und er müsste die Ernährung umstellen. Jetzt können Sie sich vorstellen, gestandener Bauersmann aus der Schweiz, sollte keine Eier mehr essen, weniger Fleisch, kein Käse, kein Rahm, kein Butter mehr. Das können Sie vergessen. Es hat nicht funktioniert. Und später in den 80er Jahren hat er dann Cholesterinsenker bekommen und irgendwann nach seinem 60. Geburtstag hat er aber trotzdem, trotz dass er die Cholesterinsenker genommen hat, eben koronare Herzkrankheit bekommen. Und von daher könnte man sagen, habe ich das fast 1:1 etwas miterlebt. Und das ist auch spannend nachzuverfolgen, wenn man vielleicht selber betroffen ist oder jemanden kennt mit Herz-Kreislauf-Krankheiten, das Ganze mal von dieser Seite anzuschauen, was da überhaupt passiert ist. Wir werden also am Anfang einen kleinen Ausflug machen in die Geschichte, um zu sehen, wie das überhaupt so weit gekommen ist, weil Cholesterin war sehr lange kein Thema. Und zwar hat es so angefangen, dass nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es eine große Epidemie gegeben von Herz-Kreislauf-Krankheiten in der westlichen Welt, insbesondere auch in den Vereinigten Staaten. Und Herz-Kreislauf wurde zur Todesursache Nummer 1 in der westlichen Welt, Schritt für Schritt. In der Schweiz ist es heute so, dass rund 40% der Todesrate auf die Herz-Kreislauf-Erkrankung zurückgeht, weltweit etwa 29%. Also man sieht, die westliche Welt, die ist eigentlich mehr betroffen davon als die Entwicklungsländer, was uns schon etwas sagen sollte. Dann, das handelt sich hier jetzt um die offizielle Lehrmeinung, so wie sie gelehrt wird und auch von der Pharmaindustrie und den Ärzten vertreten wird. Arteriosklerose, also die Gefäßverkalkung. Die Gefäßverschlüsse sind dabei entscheidend, dass überhaupt solche Erkrankungen wie Herzinfarkte und so weiter, auch Schlaganfälle entstehen. Hohe Cholesterinwerte sind die Hauptverursacher für Arteriosklerose. Früher hat man landläufig gesagt Arterienverkalkung. Heute sagt man das eher nicht mehr, man spricht eher von Arteriosklerose, also eine sklerotische Veränderung der Blutgefäße. Und eigentlich wäre das Wort Verkalkung viel, viel richtiger, weil der größte Teil in diesen arteriosklerotischen Plaques sind Kalkablagerungen. Nur, was man natürlich nicht machen konnte, man konnte zum Beispiel nicht empfehlen, man sollte kein kalkhaltiges Wasser mehr trinken. Das wäre ja dann die Konsequenz gewesen daraus, wenn man sagt, die Gefäße sind voller Kalk, dann hätte man den Kalk entfernen müssen aus vielen Nahrungsmitteln und Lebensmitteln und so weiter, unter anderem das Wasser. Dann der Cholesterinwert, der wird hauptsächlich durch Ernährung beeinflusst, also insbesondere durch die gesättigten Fette, wie zum Beispiel Butter, Milchprodukte, Fleischwaren, insbesondere Wurst, Eier, gebackene Süßspeisen, alles, was gesättigte Fette enthält. Es gibt auch ungesättigte Fette, die sind dann wieder gesund und die gesättigten, die sollen eben angeblich diesen Cholesterinwert in die Höhe treiben. Dann ganz generell einfach gesagt, pflanzliches Fett ist gut, tierisches oder und gesättigtes Fett ist schlecht.
Letztendlich, anfangs der 80er Jahre, kamen die Statine auf den Markt, die Cholesterinsenker. Der Fachbegriff dafür ist Statin oder Statine. Das war natürlich dann die Lösung, die die Pharmaindustrie anbieten konnte und immer noch anbieten kann. Und mittlerweile, stellen Sie sich vor, haben wir über 220 Millionen Konsumenten von Statinen auf der Welt. Das ist also ein boomender Markt und es ist tatsächlich das umsatzstärkste und meistverkaufte Medikament auf dem Pharmamarkt. So, das ist so die Lehrmeinung, das, was vertreten wird öffentlich, auch in den Medien, in den Massenmedien, von den Ärzten. Das wird zum Teil auch sogar von Gesundheitsberatern wird das so weitergegeben. Das habe ich gerade letzthin an einem Vortrag erfahren, wo ich hingegangen bin. Und da habe ich dann gesehen, ich habe für meinen Vortrag nichts gelernt, aber ich habe gelernt, wie man es nicht machen sollte. Und hat mir geholfen, meinen Vortrag zusammenzustellen. Das wurde also auch im Prinzip in der Art und Weise von einer Gesundheitsberaterin so vertreten, die eigentlich einen komplementären Ernährungsansatz vertreten sollte. Also, der geschichtliche Hintergrund. Ancel Keys, ein Ernährungswissenschaftler aus den Vereinigten Staaten, er hat hier eine, könnte sagen, Duftmarke gesetzt. Und zwar hat er als Ernährungswissenschaftler nach dem Zweiten Weltkrieg hat er zu untersuchen begonnen, warum diese Epidemie an Herz-Kreislauf-Erkrankungen plötzlich auftrat. Er hat zwar gewusst, dass man eben früher schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen kannte, bereits in Mumien aus Ägypten wurden in den Gefäßwänden Kalkablagerungen festgestellt, aber diese Zunahme, diese starke Zunahme, die war schon beträchtlich. Und 1955 hat damals Präsident Eisenhower einen Herzinfarkt erlitten und da war der öffentliche Aufschrei groß. Jetzt muss etwas passieren. Und man suchte wirklich dringend nach Antworten und hat sich intensiv auf die Suche nach Antworten begeben. Und Ancel Keys war einer, der da sehr forsch vorgegangen ist und angefangen hat, Studien zu machen darüber. Und wie es so ist in der Wissenschaft, in der Regel hat der Wissenschaftler ja eine Hypothese und er versucht diese Hypothese, also diese Idee oder Theorie mit seinen Studien zu belegen, dass es tatsächlich so ist. Und das ist grundsätzlich nichts Falsches. Nur sollte man, wenn man dann das Gegenteil herausfindet, auch dazu stehen. Und er hat Folgendes gemacht, er hat sich gesagt, wir wissen, dass es diese Ablagerungen in den Gefäßen, in den Blutgefäßen gibt, die enthalten Kalk, Fett und so weiter. Also schauen wir mal, was das sein könnte. Und er hat verglichen, dass es auch auf der Haut manchmal, den Augenlidern oder so, auch ähnliche Hautablagerungen gibt, die sind fetthaltig, die sind sogar cholesterinhaltig. Und so ist er davon ausgegangen, dass eben diese gesättigten Fette, die man zu sich nimmt, weil das eben fetthaltig ist, diese Ablagerungen, dass diese eigentlich ursprünglich dafür verantwortlich sind, dass sich die Gefäße mit Fett auskleiden und sich zuschließen langsam. Und das war seine Hypothese. Und er hat so lange daran gearbeitet, bis er das belegen konnte. In Fragezeichen natürlich. 1958 hat er die sogenannte 7-Länder-Studie ins Leben gerufen. Da wurden Länder ausgewählt, zum Beispiel Griechenland, Jugoslawien, Italien, Niederlande, Finnland, Japan und die USA, wo 14.000 Männer über längere Zeit untersucht wurden. Man hat geschaut, wie viele tierische Fette nehmen diese Menschen zu sich. Man hat die Cholesterinspiegel gemessen und man hat angeschaut, wie viele Menschen haben entsprechende Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das hat er dann so durchgeführt und kam letztendlich zu folgendem Ergebnis. Es war eine Studie nach Maß, wie man sagen könnte, weil, Sie sehen hier auf der Grafik, hier sehen Sie der Prozentanteil von Kalorien, die über Fettkonsum generiert wurden, also hier steigend, und dann parallel dazu die Todesrate durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Sie sehen, so wie er das gemacht hat, Japan, man isst da sehr wenig Fett, hat dementsprechend ganz tiefe Herz-Kreislauf-Raten. USA, sehr viel Fett, entsprechend hohe Herz-Kreislauf-Raten.
eigentlich eine wasserdichte Sache, wenn man das so anschaut, parallel sich entwickelnd. Tatsächlich ist es aber so, dass viele Forscher diese Studie stark angezweifelt haben, aufgrund methodischer Mängel, weil man gesagt hat, hey, Moment, Ansel Keys, du hast ja einfach die Daten genommen, die in dein Konzept passen. Und diese Studie wurde sehr stark angefochten. Was er gemacht hat, die tatsächlichen Daten, die zeigen etwas ganz anderes. Die sahen nämlich so aus. Und er hat einfach die Punkte genommen, die zu seinem Konzept gepasst haben. Das ist im Prinzip nichts Neues, wird auch heute noch gemacht, aber es ist eben Wissenschaft nach Maß und Wissenschaft nach Hypothese. Und wenn wir jetzt schauen, wie die Wirklichkeit tatsächlich ausgeschaut hat, war das so. Sie sehen Frankreich. Frankreich fällt ganz aus diesem Rahmen heraus. In Frankreich sehen wir, die Leute essen relativ viel Fett, haben extrem niedrige Herz-Kreislauf-Raten. Finnland dagegen, dort wird fast so viel Fett gegessen und die Herz-Kreislauf-Raten sind wesentlich höher. Das ist ein großes Paradoxon. Und wenn ich natürlich nur die Daten nehme, die in mein Konzept passen, dann kann ich natürlich Studien nach Maß machen. Und das wurde auch aus dem Grund sehr stark angefochten, damals schon in den 50er Jahren. Man hat gesagt, eben, das ist Wissenschaftsbetrug. Er hatte aber sehr schnell auch die Industrie hinter sich. Das heißt, sowohl die Zuckerindustrie, da komme ich später noch darauf, die verhindern wollte, dass man den Zucker ins Visier nimmt als Herz-Kreislauf schädigend, wie auch die Nahrungsmittelindustrie, die natürlich sofort den Braten gerochen hat und anfangen wollte, entsprechend gesunde Fette zu produzieren, dass man später dann als Margarine bekannt geworden ist. Er hat sich dem ein Stück weit dann gebeugt und hat gesagt, okay, dann machen wir das Ganze nicht nur mit dem Fettkonsum, sondern wir schauen auch mit dem Cholesterinkonsum. Und hat die gleiche Studie noch einmal gemacht, anhand des Cholesterinkonsums. Die Resultate waren genau die gleichen. Warum? Er hat den gleichen Betrug wieder angewendet. Ja? Also, und letztendlich hat das alles miteinander politisch, medial, wirtschaftlich dazu geführt, dass halt der gemeinsame wissenschaftliche Konsens so war, dass nun doch gesättigte Fette einen hohen Cholesterinspiegel verursachen und dass das für die Herz-Kreislauf-Raten verantwortlich war oder sei. Das wurde als Konsens letztendlich angenommen, obwohl es immer noch viele Gegensprecher gegeben hat. Und es kamen auch damals schon Zweifel auf, weil man gesehen hat, Faktoren wie Rauchen, Übergewicht, Zuckerkonsum, Bewegungsmangel und so weiter wurden gar nie mit berücksichtigt. Man muss sich auch vorstellen, dass gerade das Rauchen auch in den 20er, 30er Jahren und speziell auch im Krieg, in den Kriegsjahren, sehr stark gepusht wurde von der Tabakindustrie. Man hat tonnenweise Zigaretten in die Kriegsgebiete verfrachtet an die jungen Männer. Die haben angefangen zu rauchen wie die Schlote und sind als Tabakabhängige nach Hause gekommen. Und solche Dinge hat man zum Beispiel gar nie berücksichtigt in den ganzen Überlegungen. Und dementsprechend kann man sagen, Ansel Keys hat wirklich die Studie so manipuliert, dass sie auf die Theorie, die er aufgestellt hat, tatsächlich gepasst hat und der Wissenschaft sehr viel Umsatz beschert hat. Das Ganze ist dann bekannt geworden als die sogenannte Diät-Herz-Hypothese, Diet-Heart-Hypothesis. Und das hält sich eigentlich bis heute an, die Diät-Herz-Hypothese. Später kamen dann eben andere Sachen noch dazu. Jetzt, ich habe gesagt, der Widerstand war von Anfang an groß. Als Beispiel möchte ich Ihnen eine Studie hier zitieren aus dem Jahre 1966. Da hat man die familiäre Hypercholesterinämie untersucht. Das heißt, hohe Cholesterinwerte aufgrund familiärer Veranlagung und genetischer Veranlagung. Und da haben die Forscher herausgefunden, dass unsere Studien erbringen nicht den Beweis, dass die familiäre Hypercholesterinämie die Lebensspanne von Betroffenen signifikant verkürzt, weder bei Männern noch Frauen. Also hohes Cholesterin haben die nicht gefunden, dass das ein Problem sei für die Herz-Kreislauf-Gesundheit und für die gesamte Gesundheit.
Im Gegenteil, sie zeigen auf, dass hohe Cholesterinwerte im Einklang zum Weiterleben bis ins hohe Alter von 70 und 80 Jahren und darüber hinaus stehen. Also es ist genau das Gegenteil. Hohes Cholesterin ist gesund, haben die herausgefunden. Sie sehen immer wieder die Zwiespältigkeit im Ganzen drin. Wir gehen nochmal zurück zur Lehrmeinung. Die Lehrmeinung sagt, Cholesterin wird zu ungefähr 85% in der Leber synthetisiert. Ein kleiner Teil, rund 25%, kommt aus der Nahrung, tatsächlich aus Nahrungsmitteln wie Käse, Wurst, Fleisch, Eier, Milchprodukten, also Produkte, die tatsächlich gesättigte Fette enthalten. Und das stimmt auch so. Es zeigt aber uns schon, wenn 3/4 des Cholesterins vom Körper selber aufgebaut werden, dann ist es schwer zu begreifen, warum diese Substanz so gefährlich sein sollte, weil offensichtlich wird es ja gebraucht. Sonst würde die Leber hauptsächlich und das Gehirn nicht so viel Cholesterin produzieren, wenn das eine gefährliche Substanz wäre. Es macht wenig Sinn, wenn man glaubt, dass die Natur solch grobe Fehler macht. Dann wird aber unterschieden, und das hat man erst später dann machen können, als man geeignete Labortestverfahren hatte, zwischen dem sogenannten guten und dem bösen Cholesterin. Dieses sogenannte LDL-Cholesterin mit den Hörnchen hier, das ist das sogenannte Böse. Und das HDL ist das gute Cholesterin, deshalb der Heiligenschein. Unschwer zu erkennen. Und tatsächlich ist es so, dass vom LDL, von dem sogenannten bösen Cholesterin, dass es mehr gibt als vom guten Cholesterin, verhältnismäßig. Der größere Teil des Cholesterins ist als LDL abgespeichert im Körper und ein kleiner Teil als HDL. Und auch aus diesem Grund hat man gesagt, dort wo mehr ist, muss schlecht sein. Weil man generell sagt, Cholesterin ist schlecht. Das zur Erkenntnis. Was dann hier angedeutet ist, dass eben dieses Cholesterin direkt in die Arterie geht und sich dort ablagert. Daher die Grafik. Was natürlich eine völlige Verdrehung und Verkennung der tatsächlichen Rollen des Cholesterins sind. Denn Cholesterin ist eine der wichtigsten Substanzen in unserem Körper. Und das wollen wir gerne mal anschauen. So sieht das aus. Sie sehen hier nochmal oben, Cholesterin rund 15% kommt direkt aus der Nahrung und geht tatsächlich direkt nach dem Essen ins Blut. Cholesterin vom Körper produziert, vornehmlich von der Leber, sind 85%. Ein wesentlicher Baustoff für den Körper, zum Beispiel für die Zellwände. Denn auch für die Hormone, ohne Cholesterin kein Hormonsystem. Vitamin D, wir haben heute Morgen von Dr. Natascha viel über Vitamin D gehört. Cholesterin ist, weil Vitamin D eigentlich ein Hormon ist und nicht ein Vitamin, die Ausgangssubstanz für Vitamin D. Dann ein nicht zu unterschätzender Teil, Cholesterin ist ein Hauptbestandteil der Gallensäuren. Wenn wir keine Gallensäuren hätten, könnten wir nichts verdauen, weder Fett noch Eiweiß noch sonst irgendetwas. Also keine Verdauung ohne Cholesterin. Und ein Teil dieses Cholesterins wird dann, wenn es über die Galle in den Darm kommt, eben auch wieder ausgeschieden. Das ist also die Lehrmeinung. Etwas detaillierter gesehen sieht es so aus. Das ist wesentlich detaillierter anhand dieses Kreislaufes, aber keine Angst, ich werde Ihnen den nicht erklären. Aber es ist interessant zu sehen, was man alles weiß über Cholesterin. Funktionen im Körper, nochmal Baustein der Zellmembran, insbesondere auch im Gehirn. Wir werden später sehen bei den Statinen, bei den cholesterinsenkenden Medikamenten, dass die schwere Nebenwirkungen im Gehirn verursachen. Auch das Gehirn, jede Gehirnzelle kann Cholesterin produzieren und tut das auch. Wenn wir Cholesterinsenker einnehmen, wird die Cholesterinproduktion im Hirn heruntergefahren und das Hirn beginnt Schaden zu nehmen. Stichwort Alzheimer, Parkinson und so weiter. Also für jegliche Zellmembran, überall wo irgendwo Schaden entsteht, an der Zelle, im Körper, ob das im Knochen sei, ein Blutgefäß, an einer Nervenzelle, ist Cholesterin essentiell, um reparieren zu können. Reparatur, Entzündungen, habe ich gerade gesagt. Wir werden später darauf kommen, dass im Herz-Kreislauf-Gefäß drin Entzündungen stattfinden. Die müssen natürlich repariert werden. Dementsprechend geht der Cholesterinwert hoch, weil der Körper das braucht zum Reparieren. Verdauung, Gallensäuren, Nährstoffaufnahme, Hormone, habe ich gesagt.
Abtransport von Erregern, Transport von Nährstoffen nicht zu unterschätzen. Der Abtransport, der durch Cholesterin stattfindet. Wenn wir irgendwo Infekte, Pilze, Bakterien haben, können die auch mit Cholesterin abtransportiert werden. Und wie gesagt, neben dem Leber, neben dem Gehirn ist es auch die Darmschleimhaut und letztendlich aber jede Zelle im Körper, die Cholesterin produzieren kann in den Mitochondrien. Noch einmal die Frage, ist es vorstellbar, dass eine Substanz, die von jeder Körperzelle synthetisiert werden kann, dass die tatsächlich so schlecht ist und eingeteilt werden kann in gutes und böses Cholesterin? Gesunder Menschenverstand. Ist das möglich? Jetzt geht es darum zu verstehen, wie kommt das überhaupt mit diesem guten und schlechten Cholesterin und was ist die tatsächliche Rolle des LDL und HDLs. Also, wir sehen hier die Leber links als Haupterzeugungsort des Cholesterins, auf der rechten Seite die Körperzelle. Und hier spielt sich das Ganze ab. Das LDL, alias das schlechte Cholesterin, hat mit Cholesterin in dem Sinne nichts zu tun, weil LDL ist ein Transportmolekül. Das hat nichts mit Cholesterin zu tun. LDL ist auch mit Nährstoffen beladen, mit Q10, mit Fettsäuren, eben vielleicht auch mit Erregern, mit Toxinen. Es ist nur ein Lastwagen, wo transportiert wird. Und dieser Lastwagen, der LDL angeschrieben ist, der fährt von der Leber zur Zelle. Das heißt, das Cholesterin, das in der Leber produziert wird, wird mit dem LDL-Lastwagen zur Zelle gefahren, wo es gebraucht wird. HDL hingegen ist eine andere Firma, Transportfirma, und die führt Cholesterin von der Zelle zurück zur Leber. Und das kann auch notwendig sein. Wenn zu viel Cholesterin an der Zelle ist, wird es zurückgeführt und in der Leber zwischengelagert. Die Leber letztendlich ist das Logistikzentrum, dort wo der Austausch stattfindet. Und es ist schon relativ weit hergeholt, wenn man das so anschaut, dass man dann von gut und schlecht spricht. Letztendlich hat man sich einfach gesagt, LDL transportiert Cholesterin unter anderem zu den Blutgefäßen, lagert es dort ab, also ist es schlecht. Aber es transportiert es natürlich auch zu vielen weiteren Zellen im ganzen Körper. Das hat nichts mit schlecht zu tun, es ist einfach eine notwendige Geschichte, dass Cholesterin hin und her transportiert wird. Und dementsprechend kann man nicht von gut oder schlecht sprechen, sondern man spricht von diesen Lastwagen, in Tat und Wahrheit, die Cholesterin transportieren. Gut und schlecht. Cholesterin selber ist völlig neutral, hat eine wichtige Aufgabe, aber die Transportwege sind unterschiedlich. Ich hoffe, es ist verständlich, warum das in gut und schlecht eingeteilt worden ist und warum diese Bezeichnung so irreführend und so grundsätzlich falsch ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben hier einen Jäger und Sammler. Heute könnte man vielleicht diesen Berufsstand am ehesten mit dem Landwirt oder dem Bauarbeiter vergleichen, vielleicht auch mit dem Sportler. Ja? Das heißt, diese Menschen bewegen sich viel, körperliche Arbeit. Und was dann passiert, wenn jemand körperlich stark arbeitet, körperlich beansprucht ist, es wird auch viel Cholesterin aus der Zelle herausgeholt, weil es gebraucht wird als Brennstoff, als Transportmolekül. Also steigt beim Jäger und Sammler das HDL an, weil mehr in diese Richtung transportiert wird. Auch Fettgewebe, das durch Sport und Bewegung abgebaut wird, dabei wird Cholesterin frei und das muss auch zurückgeschoben werden zur Leber, um dort wieder neu verarbeitet werden zu können. Und dementsprechend ist das LDL bei diesen Menschen tiefer, weil viel weniger an die Zelle in die Lager geschoben wird, sondern viel mehr bei der Leber bleibt. Und das sind dann die Leute, die haben guten Cholesterinwert, weil sie sich zum Beispiel intensiv bewegen. Hingegen, bei dem, was wir jetzt gerade machen, wir sitzen tagelang herum und betätigen uns nur geistig und nicht körperlich, dort ist genau das Umgekehrte. Dort wird vor allem, wenn wir so fein essen wie heute und viel Cholesterin zu uns nehmen, wird vor allem Cholesterin zur Zelle verschoben, dort eingelagert und weniger wird zurückgeschoben, weil es nicht gebraucht wird. Und das können wir jederzeit umkehren, indem wir uns mehr bewegen oder indem wir uns eben weniger bewegen. Und das hat
zunächst einmal mit der Einnahme von Cholesterin sehr wenig zu tun, weil der größte Teil des Cholesterins kommt sowieso aus der Leber und nicht aus der Nahrung. Das hat man im Übrigen auch herausgefunden. Man hat Versuche gemacht mit Menschen, die haben sich strikt cholesterinfrei ernährt. Und man konnte dabei die Cholesterinwerte, das kann ich Ihnen gerade hier zeigen, trotz großem Aufwand an Betreuung und jahrelanger Einhaltung der empfohlenen Diät war im Durchschnitt nur eine 2%ige Senkung des Cholesterins erreichbar durch Ernährungsumstellung. Nur eine 2%ige Senkung. Wenn Sie in einem Vortrag sind über Cholesterin, dann wird heute immer gesagt, Sie müssen Ihre Ernährung umstellen, dann können Sie das Cholesterin senken. Tatsächlich ist das nur ganz, ganz wenig, das Sie überhaupt hinkriegen. Indem Sie ein bisschen weniger Cholesterin essen, weil der größte Teil wird ja in der Leber synthetisiert und kommt nicht über die Nahrung. Zweiter Teil des Satzes. Eine 50- bis 20%ige Senkung war nur mit einer weit strengeren Diät als der empfohlenen erreichbar und dies nur in Krankenhäusern oder psychiatrischen Kliniken. Mit anderen Worten, wenn Sie den Cholesterinspiegel über die Ernährung senken wollen, dann müssen Sie sich einliefern lassen. Das ist die Schlussfolgerung. Ja? Gut, würde ich aber nicht anraten. Also, wir sind hier. Wir haben hier 2 Beispiele. Das Ganze ist auch noch, man könnte sagen, typenbedingt. Nicht jeder Typ ist ein Ottfried Fischer, der Bulle von Tölz. Nicht jeder Typ ist ein Sportler wie hier. Es gibt verschiedene Menschentypen und verschiedene Körpertypen. Und das ist auch richtig so. Und es gibt durchaus Menschen, die können mit einem ganz anderen, man könnte sagen, Einlagerungsverhalten sehr gut gesund bleiben. Und andere können aber mit sehr viel Sport auch nicht viel anfangen. Und deshalb ist es auch so, dass man schauen muss, wer hat man denn vor sich überhaupt? Nicht jeder muss schlank und rank sein, wie eine Bohnenstange, und nicht jeder muss aber sein Bäuchlein mittragen. Das ist wichtig zu erkennen. Aber es kann durchaus Mischformen geben und es kann durchaus Typen geben, die mit einem höheren Cholesterinwert sehr, sehr gut vorankommen und andere, die tatsächlich Schwierigkeiten haben. Nicht wegen des Cholesterins, sondern wegen des Überangebots an Nahrung, das sie nicht verarbeiten können. Und es kommt, wie gesagt, auf Bewegung an, auf den gesamten Menschentyp, auf die Darmflora, die etwas verarbeiten kann oder eben nicht, auf die Leber, die etwas verarbeiten kann. Wie wir heute Morgen von Dr. Natascha gehört haben, ist der Darm und die Leber entscheidend, ob überhaupt ein gesunder Stoffwechsel stattfinden kann oder ob der Körper ständig belastet ist von den Toxinen, die im Darm selber produziert werden. Und all dies hat einen Einfluss auf diese Transportmoleküle HDL und LDL, weil je nachdem Stoffe verschoben werden müssen in die eine oder in die andere Richtung. Und Cholesterin ist einfach ein Teil der Ladung dieser LDL und HDLs. Leider wird dies eben als der schwarze Peter hingestellt und wird nur immer diese Geschichte zwischen HDL und LDL angeschaut, wo man den Patienten dann Angst macht und sagt, schauen Sie, Ihr LDL ist so hoch, Sie haben ein großes Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erleiden. Und auf der anderen Seite ist Ihr HDL so tief, also Sie sind überhaupt nicht geschützt, Sie haben nur Risikofaktoren. Und das bewegt die Leute dann dazu, nicht ihre Ernährung umzustellen heutzutage, weil es gibt ja die Lösung der Statine. Mit dem kann man letztendlich das Problem lösen. Statine senken den LDL-Wert und verbessern dadurch das Verhältnis HDL zu LDL. Das ist die Lösung der Pharmaindustrie. Nicht vergessen, das ist das meistverkaufte, umsatzstärkste Medikament weltweit, die Statine oder die Medikamentengruppe. Gut, jetzt eine wichtige Geschichte. Ich habe hier 2 Bilder gefunden über Arteriosklerose. Was passiert da wirklich? Früher hat man gesagt, Cholesterin, respektive wenn Sie Fett essen, wird das zu Cholesterin umgewandelt und wird in der Arterie drin abgelagert. Dann wird hier zugemacht mit Fett und klebrigen Ablagerungen und irgendwann können hier die Blutkörperchen nicht mehr durch, verstopfen die Arterie, es gibt einen Blutstau und letztendlich einen Infarkt irgendwo oder eine Thrombose, je nachdem, oder einen Hirnschlag. Dieses Bild stammt von Bayer Pharma. Jetzt habe ich ein weiteres gefunden, das sieht so aus. Das stammt von einem Gesundheitsportal in Österreich. Und dort sieht das Bild völlig anders aus. Was ist hier anders? Sie sehen hier
dass diese Ablagerungen nicht mehr im Gefäß drin stattfinden, sondern in der Gefäßwand. Das mag als Detail erscheinen, aber es ist ein wesentlicher Unterschied, weil hier sagt man nicht, die Arterie wird verklebt wie hier, sondern hier sagt man, hier wird die Arterienwand aufgefüllt. Das ist ein Unterschied. Man hat mittlerweile herausgefunden, dass die Arterien nicht verkleben, dass sie quasi Cholesterin, Kalk und so weiter auflagern wie ein Wasserrohr, sondern dass die Arterienwand innen drin entzündet ist und sich dann Kalk und Fett und etwas weniges Cholesterin sich in die Arterie da hineinbegibt, um diese Arterie zu flicken. Wenn diese Entzündung weitergehen würde, würde die Arterie in der kürzesten Zeit platzen. Das wäre wie eine offene Wunde. Und der Körper versucht dies unbedingt zu verhindern. Das darf nicht sein, dass diese Wand plötzlich platzt vor lauter Entzündung. Muss das reduzieren, muss da Kalk hineinschieben, muss verschiedene Immunzellen hineinschieben, ein wenig Cholesterin, um die Risse abzudichten. Und dann füllt sich halt diese Zwischenwand zwischen den Geweben in der Arterie langsam schrittweise auf mit solchen Ablagerungen, mit den sogenannten Verkalkungen. Und das hat mit Auflagerung nichts zu tun, es sind keine Auflagerungen, es sind Einlagerungen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, weil hier sagt man einfach, ja, hier ist das Cholesterin schuld, das Fett, das verklebt die Arterien. Hier gibt es einen medizinischen Grund, dass das passiert. Es muss passieren, damit die Arterie nicht platzt. Verstehen Sie den Unterschied? Das ist wichtig. Also, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind keine Erkrankungen von Überschuss und von Verklebung und Fehler der Natur, sondern es ist eine berechenbare, entzündliche Erkrankung. Wir haben heute von Dr. Natascha sehr viel gehört über Entzündungen im Darm und deren Auswirkungen, dass der Darm manchmal ganz viele Toxine ausstößt, weil er nicht richtig funktioniert oder wenn zu viel Zucker gegessen wird und dass diese Toxine sich irgendwo ablagern und dementsprechend auch Entzündungen hervorrufen können. Und genau das passiert zum Beispiel hier auch in den Blutgefäßen. Und diese Entzündungen, diese Schäden, die müssen behoben werden. Wir haben vorhin ja gesehen, Cholesterin ist die wichtigste Substanz im Körper, um Zellschäden wieder zu flicken. Im Endeffekt sieht es dann so aus, etwas technisch gesehen. Das hier ist eine Darmschleimhaut, die intakt ist. Natürlich ist es eine Backsteinwand, aber im übertragenen Sinne eine Darmschleimhaut, die intakt ist. Gleichwohl ist es im übertragenen Sinne ein Endothel, also eine Auskleidung des Blutgefäßes, das intakt ist. Sie sehen die verschiedenen Zellen, die einzelnen Bausteine und dazwischen Cholesterin und andere Substanzen, die das Ganze zusammenhalten. Das ist eine gesunde Arterienwand. Eine kranke Arterienwand, die entzündet ist, sieht dann hingegen so aus. Und das kann man nicht lange stehen lassen. Das fällt dann in sich zusammen. Und wenn Sie sich vorstellen, das ist eine Arterie, die pulsiert die ganze Zeit, die pumpt das Blut durch den Körper, die ist immer in Bewegung und die hat Risse drin und Löcher. Das ist ein Gartenschlauch, der schon spröde ist und auf dem man noch herumtrampt. Ja? Das ist eine Frage der Zeit, bis der aufreißt und dann ist passiert. Und hier kommt der Körper und sagt, okay, wir brauchen Cholesterin.